Ja, guten Morgen und noch einmal vielen Dank fürs Kommen. Könnt ihr mich alle hören bis hinten? Wir hätten auch ein Mikro. Es geht? Ein bisschen lauter wäre besser. Okay, dann versuche ich es noch ein bisschen lauter. Mein letzter voller Tag hier in Deutschland ist angebrochen, denn morgen werde ich zurückfliegen nach Japan. Insgesamt war ich 7 Wochen hier und 4 davon habe ich gemeinsam mit dem Dirk verbracht. Zuerst waren wir gemeinsam in der Schweiz, dann über 2 Wochen in Halle und jetzt hier ist unser letztes gemeinsames Session in diesem Jahr. Ein Text, der mich in diesem Jahr, in diesen 7 Wochen begleitet hat, der stammt von Dogen, dem Gründer der Soto-Schule in Japan und trägt den japanischen Titel Gakudo Yōjin-shū. Gakudo bedeutet das Lernen des Weges oder Studium des Weges. Und das Wort für Weg im Chinesischen wird das Dao ausgesprochen und bedeutet auch die kosmische Weisheit. Die Praxis des Weges und das sich vertiefen in die kosmische Weisheit sind eins. Gakudo. Yōjin ist ein Wort, das vielleicht die Japanophilen unter euch kennen. Zum Beispiel gibt es das Wort Yojimbo, der Leibwächter. Der Leibwächter ist einer, der aufpasst. Yōjin bedeutet aufpassen, immer gegenwärtig sein. Und Shu bedeutet Sammlung. Also Gakudo Yōjin-shū ist eine Sammlung von Punkten, auf die man bei der Praxis des Weges aufpassen sollte. Der Text stammt aus dem Jahr 1234. Zu dem Zeitpunkt war Dogen erst 34 Jahre alt. Er war gerade zurückgekehrt aus China und hatte sein erstes Kloster im Süden der Hauptstadt gegründet. Und für die versammelten Mönche und Nonnen und Laien hatte er diesen Text geschrieben, der uns, glaube ich, auch heute noch im 21. Jahrhundert einiges zu geben hat. In der Schweiz habe ich über die ersten 5 von insgesamt 10 Punkten gesprochen. Und im Wolkentor habe ich die Punkte 6, 7, 8, 9, 10 behandelt. Wir hatten allerdings bei der Aufnahme immer wieder Probleme mit der Technik. Bei meinen Vorträgen fehlt immer so die letzte Viertelstunde. Das heißt, die Punkte 8, 9, 10, die würde ich gerne heute noch einmal behandeln. Ich werde auch kurz auf die ersten 7 Punkte eingehen. Die findet ihr aber, falls es euch interessiert, auch auf YouTube. Der erste Punkt lautet Entfachen von Bodhigeist oder Erwecken von Bodhigeist. Bodhigeist selbst, das ist der Geist oder man könnte auch das Herz sagen, das uns überhaupt hierher geführt hat. Aus irgendeinem Grund sitzen wir heute hier. Was ist dieser Grund? Was hat uns hierher geführt? Vielleicht gibt es einige unter euch, die eine klare Antwort haben. Das ist es, was ich erwarte von Sazen. Das ist es, was mich hier auf das Kissen führt. Bei anderen ist es vermutlich etwas ungreifbarer. Aber es gibt keinen Zweifel daran, dass ihr alle jetzt hier sitzt. Irgendwas hat euch hierher geführt. Und in dem Text Gakudo Yōjin-shū sagt Dogen, dieser Geist, Bodhigeist, das ist der Geist, der die Vergänglichkeit durchschaut hat. Alles ist vergänglich und nicht nur alles um mich herum in der Welt, sondern ich selbst. Das Spiel, das ich spiele, seit ich 3, 4, 5 Jahre alt bin und gelernt habe, ich zu sagen und gelernt habe, dass morgen auch noch ein Tag ist. Das Spiel wird ein Ende haben. Dieses Spiel, bei dem wir ständig versuchen, besser zu sein als die anderen. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen die Aufmerksamkeit haben. Punkte sammeln. Idealerweise etwas schaffen, was bleibt. Wir wollen, dass sich die Leute an uns erinnern.
Vielleicht wird es uns sogar gelingen, dass irgendwo in einer Zeile in den Geschichtsbüchern der Zukunft unser Name erwähnt wird. Wäre das nicht großartig? Um Bodygeist zu haben, bedeutet die Erkenntnis, wieso sollte ich mein Leben verschwenden an dieses Spiel, das ohnehin ein Ende hat. Wer diesen Geist hat, sagt Dogen, der wird praktizieren, so wie einer, dessen Feuer in Flammen steht. Man hat keine Zeit darauf zu warten, dass die Feuerwehr kommt, um das Feuer zu löschen. Man muss sich selbst in diesem Augenblick darum kümmern. Ich brenne. Der zweite Punkt. Dogen Zenji formuliert ihn sehr kurz, aber ich finde ihn sehr interessant. Deshalb möchte ich auch heute noch einmal etwas darüber sprechen. Der zweite Punkt in meiner Übersetzung, die lese ich vor von der Website des Klosters Antaiji, da kann man sie finden. Oder gedruckt in dem Buch Futter für Pferd und Esel. Hier auf der Website lautet der zweite Punkt. Wenn du die wahre Lehre vernimmst, versäume nicht, sie zu üben und zu lernen. Und Dogen bedient sich bei diesem Punkt der Metapher eines Kaisers. Wahrscheinlich denkt ihr an den Kaiser von China oder an den Kaiser von Japan. Kaiser wurde man damals, so wie wahrscheinlich auch heute, noch durch Geburt. Man hat sich das nicht ausgesucht, man hat sich auch nicht beworben um das Amt. Das Amt steht einem zu durch die Geburt als erster Sohn des vorigen Kaisers. Und man ist der wichtigste Mann im ganzen Land. Oder wie ein bekannter französischer Kaiser sagte, das Land, das bin ich bin der Staat. Und Dogen sagt, der Kaiser hat viele Minister. Nur wenn der Kaiser die Ohren besitzt, um auf diese Minister zu hören, wird er in der Lage sein, das Land zu regieren. Der Kaiser hat aber keine Pflicht, auf seine Minister zu hören. Wenn die Minister etwas sagen, was dem Kaiser nicht passt, steht dem Kaiser frei, die Minister zu entlassen. Er könnte sie enthaupten lassen. Das heißt, es gehört sehr viel Mut dazu, für einen Minister dem Kaiser einen Ratschlag zu geben, den der Kaiser vielleicht gar nicht hören will. Viele Minister kämen gar nicht auf die Idee, irgendetwas zu sagen, von dem sie wissen, der Kaiser will es nicht hören. Und Dogen sagt, ein guter Kaiser muss die Ohren besitzen, um genau auf diese Dinge zu hören, die er gar nicht gerne hören möchte. Nur ein Kaiser, der auf die Minister hört, die ihm Dinge sagen, die er vielleicht lieber nicht gehört hat, der wird in der Lage sein, das Land zu regieren. Also, wenn du der Kaiser bist, schätz dich glücklich, wenn du solche Minister hast. Und das ist der Punkt, den Dogen hier machen will. Wir sind alle solche Kaiser und wir haben das Glück, so einem Minister begegnet zu sein, nämlich dem Buddha und den Ahnen des Zen und vielen anderen weisen Menschen in anderen Traditionen, die uns ihre Worte hinterlassen haben. Und das sind nicht immer angenehme Worte. Jeder von uns ist Kaiser seines eigenen Lebens. Wir müssen uns das nicht anhören, was Buddha und viele anderen gesagt haben. Wir können uns aussuchen, wovon wir lernen wollen und wovon wir nicht lernen wollen. Aber es ist enorm wichtig, besonders auf die Dinge zu hören, die Widerstände bei einem erzeugen. Und nicht nur darauf zu hören, sondern sie auch in die Praxis umzusetzen.
Und bei Ministern, die schon lange tot sind, so wie Buddha oder Jesus oder Meister Eckhart oder Dogen, Rinzai, Hakuin, es ist oft einfach, ihrem Ratschlag zu folgen, denn über die Jahrhunderte hinweg macht ja jeder seinen eigenen Dogen, seinen eigenen Rinzai zurecht. Wichtiger sind aber die Minister, mit denen man im täglichen Leben zu tun hat, zum Beispiel in der Sangha, der Gemeinschaft der Praktizierenden, oder am Arbeitsplatz oder in der Familie. Auch da begegnet man immer wieder Ministern, die dem Kaiser Dinge sagen, die er lieber nicht hören will. Und die Frage ist, hast du als Kaiser die Ohren, das zu hören, was dir da gesagt wird? Weiter zum Punkt 3. Bezeuge den Buddha-Weg durch Übung. Das ist ein Punkt, den Dogen immer wieder betont. Es geht im Zen nicht um intellektuelles Verständnis des Buddhismus. Man muss noch nicht mal die 4 edlen Wahrheiten kennen. In der Regel reicht es, wenn man die erste geschmeckt hat. Ich bin unzufrieden mit meinem Leben. Und alles andere braucht man eigentlich gar nicht. 8-facher Pfad, ich glaube, ich kriege ihn selbst nicht zusammen. Und wenn es dann zur 12-gliedrigen Kette des gegenseitig bedingten Entstehens und Vergehens geht, keine Ahnung. Aber darum geht es nicht im Zen. Und bei Dogen geht es auch nicht um spirituelle Erfahrungen. Was vielleicht manche überrascht, die denken, ja, es geht doch genau darum, nicht intellektuell zu verstehen, sondern es irgendwie innerlich erfahren zu haben. Das Problem mit spirituellen, innerlichen Erfahrungen ist, auch das ist Teil dieses Spiels, in dem man Punkte sammelt. Vor 3 Jahren, da hatte ich ein wirklich tiefes Kensho. Vor 5 Jahren, da hat mir Meister so und so das gesagt. Inzwischen darf ich in der Sangha die Klangschale schlagen. Ich habe auch schon mal den Jiki gemacht. In 2, 3 Jahren, da bin ich vielleicht eigenständiger Sensei mit meiner eigenen Gruppe. Ich kann auch schon im halben Lotus sitzen, im vollen Lotus. Nicht nur 25 Minuten, 50 Minuten. 1,5 Stunden, 2 Stunden, ohne aufzustehen. Darum geht es nicht. Um all das geht es nicht. Um das, was man verstanden hat und das, was man erfahren hat. Es geht darum, ja, zu üben. In diesem 3. Punkt ein Satz, der mir besonders am Herz liegt, den ich immer wieder gerne zitiere, ist: Inmitten der Irre. Also mitten im Nebel, wenn wir weder aus noch ein wissen, wenn wir total ratlos sind. Inmitten der Irre beginnst du mit der Praxis. Wie ich eben gesagt habe, ich weiß nicht, warum jeder Einzelne von euch hierher gekommen ist, aber wahrscheinlich war da eine Frage, ein Problem, etwas, über das ihr gestolpert seid. Solange alles im Spiel so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, kämen wir gar nicht auf die Idee, uns mal eine Stunde hinzusitzen, und das bringt nichts. Das wurde zumindest mir immer gesagt im Zen. Ne? Das Zen bringt nichts. Wieso sollte man etwas praktizieren, das nichts bringt, wenn man Punkte sammeln könnte? Aber irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir über irgendetwas stolpern. Irgendwas führte zu der Frage, warum spiele ich dieses Spiel überhaupt? Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Und selbst wenn ich gegen die anderen alle gewinnen könnte, welchen Sinn hat das Ganze? Mitten in der Irre beginnt man mit der Praxis. Man sucht nach etwas, ohne dass man sagen könnte, was genau das ist, wonach man sucht. Glück, Zufriedenheit.
der ich wirklich bin, der Sinn des Lebens. Jeder formuliert es auf seine eigene Weise, aber wahrscheinlich reichen auch diese Worte nicht daran. Das Einzige, was wir in diesem Moment ganz klar zu wissen glauben, ist, ich stecke in der Irre, ich muss hier raus. Wir beginnen mit der Praxis. Und Dogen sagt, das ist das Interessante, in diesem Moment, wo du mitten in der Irre beginnst mit der Praxis, hast du bereits den Erweis, ohne zu ihm erwacht zu sein. Wir sprechen im Deutschen viel von Erleuchtung, zumindest im Zen, in der spirituellen Szene. Und das japanische Wort dafür, oder eines der japanischen Worte dafür ist Satori. Oder Satori, sagen wir oft im Deutschen. Satori. Das ist eines der Worte, die man als Erleuchtung oder Erwachen oder vielleicht auch Befreiung übersetzen könnte. Es gibt verschiedene andere. Ein anderes, das Dogen besonders häufig verwendet, ist der Erweis. Die Sache bestätigen. Und Dogen sagt interessanterweise, das ist vielleicht auch ein Unterschied zum Rinzai-Zen, dass selbst bevor man dazu erwacht ist, man muss noch nicht mal zum Erweis erwacht sein. Die Tatsache, dass man sich aufs Kissen setzt, ist bereits Erweis. In dem Moment, es fehlt nichts mehr. Auch wenn man sich natürlich innerlich nicht so fühlt. Nein, natürlich fehlt mir was, genau deshalb sitze ich doch hier. Ich habe zwar alles materiell, ich habe Freunde, ich habe ein soziales Umfeld, ich habe eine Arbeit. Mir fehlt eigentlich nichts, aber das Wesentliche fehlt mir. Das Wesentliche fehlt mir, der berühmte Ochse, nach dem der Hirte sucht. Aber Dogen sagt, in dem Moment, wo du dich auf diese Weise hinsetzt, du hast es schon. In dem Moment sitzt bereits der Ochse auf dem Kissen oder der Buddha. Das war der Punkt Nummer 3. Bezeuge den Buddha-Weg durch Übung. Punkt Nummer 4. Übe die Buddha-Lehre nicht mit einem Geist, der nach Gewinn strebt. Das ist auch etwas, was im Soto-Zen immer wieder betont wird. Keine Verdienste erwerben. Wir machen nicht Zazen, um bessere Menschen zu werden. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Zazen ist gut für nichts. Aber eben deshalb ist es gut. Weil Zazen vielleicht die einfachste Möglichkeit ist, eine Pause zu machen von dem Spiel. Ich will das, ich will dies, ich will besser sein. Ich will gesehen werden. Erfolg haben, Spaß haben. Ich will auch sehen, dass alle sehen, wie ich Spaß habe. Den Buddha-Weg zu praktizieren bedeutet loszulassen von diesem Geist, der immer etwas für sich haben will. Dogen sagt am Anfang dieses Kapitels, praktiziere den Weg nicht mit Geist, aber praktiziere ihn auch nicht mit Nicht-Geist, auf Japanisch Mushin, dem Geist von Mu. Es ist wahrscheinlich einfacher zu erklären, warum wir den Weg nicht mit unserem eigenen Geist praktizieren sollten, weil das der Geist ist, der immer Punkte sammeln will. Ich. Was bedeutet Zen für mich? Meine Praxis, mein Koan, meine Haltung. Das ist der Geist, von dem wir loslassen müssen. Praktiziere Zen nicht mit
Ego-Geist, könnte man vielleicht sagen. Warum sollte man Zen nicht mit Nicht-Geist, Mushin, praktizieren? Weil auch das letztlich eine Anhaftung ist. Ich habe mein Ego schon hinter mir gelassen. Guckt, wie egolos ich bin. Keine Anhaftung mehr, kein Geist, ich bin Mu. Überträgt man das Mu vor sich hin, seinen Nichtgeist, seine Egolosigkeit. Vergiss dein Ego und vergiss deine Egolosigkeit. Praktiziere den Weg einfach um des Weges willen. Es geht nicht um dich, es geht nicht um die Welt. Gib dich vollkommen hin an den Weg. Punkt 5 ist auch ein wichtiger Punkt. Suche bei der Übung des Zen und beim Lernen des Weges nach einem wahren Meister. Und hier vergleicht Dogen den wahren Meister mit einem Tischler. Und uns selbst als Schüler mit einem Stück Holz. Wenn der Tisch wackelt, ist das die Verantwortung des Holzes oder liegt es am Tischler? Natürlich liegt es am Tischler. Und deshalb sagt Dogen, du musst den richtigen Tischler finden, den richtigen Meister. Frage ist natürlich, wo findet man so einen Meister? Was sind die Kriterien? Wonach gucke ich? Dogen selbst gibt keine klare Antwort. Er sagt nur, es kommt nicht auf Alter an. Es muss einer sein, der der Sache auf den Grund gegangen ist, der sich nicht selbst zum Meister ernannt hat, sondern der selbst auch in der Schule war. Der so lange in der Schule war, bis ihn sein Meister zum Meister ernannt hat. Und ein anderes Kriterium, das Dogen nennt, ist, das, was dieser Meister sagt, sollte übereinstimmen mit dem, was dieser Meister tut. Die Worte und die Praxis sollten miteinander korrespondieren. Der 6. Punkt hat den Titel, was du über die Zen-Übung wissen solltest. Vor ein paar Tagen habe ich, glaube ich, in Halle darüber gesprochen. Allerdings habe ich vergessen, was ich gesagt habe. Ich habe auch vergessen, was überhaupt in diesem 6. Kapitel steht. Es kann also nicht allzu wichtig gewesen sein. Aber ein Satz, der, glaube ich, in diesem Kapitel zu finden ist und der mir ebenfalls sehr am Herzen liegt, das ist der folgende Satz. Inmitten der Irre begegnest du ihm zum ersten Mal. Bleib nicht stehen, wenn du vollkommen in die Irre gerätst. Das ist meine Übersetzung. Es gibt eine alternative Übersetzung, die ganz anders klingt. Die alternative Übersetzung, und das ist die gebräuchliche. Ich glaube, ich bin der Einzige, der diesen Satz so übersetzt, wie ich es eben gesagt habe. Inmitten der Irre begegnest du ihm zum ersten Mal. Bleib nicht stehen, wenn du vollkommen in die Irre gerätst. Die übliche Übersetzung lautet, in der Mitte des Weges wirst du ihm zum ersten Mal begegnen. Bleib nicht stehen, wenn du ans Ende des Weges gelangst. Also Weg statt Irre. Es hat damit zu tun, dass das Schriftzeichen, das hier verwendet wird für Weg oder Pfad, dem für Irre sehr ähnlich sieht. Und es gibt verschiedene Versionen des Textes. Keine stammt von Dogen selbst, sondern das sind alles Kopien, die von Schülern über die Jahrhunderte hinweg angefertigt wurden. Und damals gab es noch kein elektrisches Licht. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand mal im Halbdunkel, als er den Text kopierte, einen Fehler machte. Und entweder aus dem Zeichen für Irre das Zeichen für Weg wurde oder umgekehrt. Aus dem Zeichen für Weg wurde das Zeichen für Irre. Und die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass Dogen Weg geschrieben hat. Und dass die Version mit der Irre ein Kopiefehler war. Aber ich bin mir nicht sicher.
Ich persönlich habe das Gefühl, wenn der Irre steht, dann spricht mir Dogen noch sehr viel mehr aus dem Herzen. Inmitten der Irre begegnet man ihm zum ersten Mal. Wem begegnet man da? Dem Leiden, aber gleichzeitig im Leiden auch dem wahren Selbst, könnte man sagen. Inmitten der Irre begegnet man zum ersten Mal dem Weg, der Übung. Und die anfängliche Hoffnung ist natürlich, dass mit jedem Monat, mit jedem Jahr sich der Nebel lichtet und die Irre weniger und weniger wird, weniger Probleme. Das Leben wird leichter. Und das ist auch nicht ganz falsch. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass man immer weniger versteht, was man da überhaupt macht. Am Anfang, ich hatte das Gefühl, ja, Zazen ist eine gute Sache für mich und das verändert mich. Ich bin ein anderer, nachdem ich eine halbe oder ganze Stunde gesessen habe. Der Unterschied könnte klarer gar nicht gewesen sein. Aber nach den Jahrzehnten ist man sich gar nicht mehr so sicher, was ist eigentlich Zazen? Ist das, was ich hier auf dem Kissen praktiziere, überhaupt Zazen? Was mache ich da? Macht es wirklich einen Unterschied? Samadhi, was bedeuten solche großen Worte überhaupt? Buddha und gewöhnliche Wesen, Erleuchtung und Verirren. Plötzlich versteht man selbst das ABC des Zen nicht mehr. Es wäre schön, wenn sich dafür wenigstens die Eheprobleme gelöst hätten, aber oft lösen sich auch die nicht. Und man erkennt, ja, das liegt nicht nur an der Frau und an den Kindern, sondern es liegt in erster Linie an einem selbst. Am Anfang steckte man halb in der Irre und nach 10, 20, 30 Jahren steckt man ganz im Labyrinth. Und dann nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. So lese ich diesen 6. Punkt. 7. Wer die Buddha-Lehre üben will und nach einem Ausweg sucht, muss Zen praktizieren. Auch diesen Punkt habe ich vergessen, was da stand. Ihr könnt es euch ja hinterher mal angucken, wenn es euch interessiert. Ich mache weiter mit Punkt 8. Da brach beim letzten Mal in Halle die Kamera ab. Dieser Punkt ist besonders für die Rinzai-Praktizierenden unter euch interessant, weil Dogen sehr genau auf das vielleicht berühmteste Koan überhaupt eingeht, nämlich das, in dem es um die Buddha-Natur eines Hundes geht. Ein Mönch fragt den chinesischen Zen-Meister Joshu, der auf Chinesisch eigentlich Zhao Zhu heißt, ob selbst ein Hund über die Buddha-Natur verfügt. Und es gibt 2 verschiedene Versionen dieses Austausches. Joshu wurde 2-mal gefragt. Beim einen Mal, da sagte er, und bedeutet, ja, hat er. Ja, der Hund hat die Buddha-Natur. Und beim anderen Mal, das ist das berühmte Koan, sagt er, nee, da ist nichts. Keine Buddha-Natur. Oder chinesisch. Worum geht es in dem Koan? Vielleicht wollte der Mönch tatsächlich nur wissen, ob auch Hunde und Katzen genauso wie wir Menschen Buddha-Natur haben. Joshu ist ja ein Schüler von Nansen und Nansen hat berühmterweise mal eine Katze in 2 gehackt, weil sich die Schüler im Kloster immer um die Katze stritten und er packte sie und sagte, wenn einer von euch hier ein Wort ausspucken kann, das Himmel und Erde umdreht, dann werde ich die Katze freilassen. Aber wenn ihr nichts sagen könnt, dann hacke ich die Katze in 2.
Und Joshu war zu dem Zeitpunkt für irgendwelche Geschäfte in der Stadt, er war nicht da und keiner von den anderen konnte etwas sagen. Also wurde die Katze in zwei gehackt. Und als Joshu zurückkam, legte er die Strohsandalen auf den Kopf und ging fort. Und Nansen sagte, wärst du da gewesen, du hättest die Katze retten können. Dogen behandelt auch dieses Koan in seinen Reden. Und Dogen sagt, wenn ich Nansen gewesen wäre und die Schüler hätten geschwiegen, ich hätte die Katze losgelassen und gesagt, keiner predigt den Buddha Dharma lauter als ihr. Wäre ich aber einer von den Schülern gewesen, dann hätte ich gesagt, bitte Nansen, wir haben nichts zu sagen. Bitte schneide die Katze für uns in zwei. Und ich bin zwar Nansen nie begegnet, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man Nansen sagt, du sollst die Katze für uns in zwei schneiden, dann wird er genau das nicht tun. Oder sagt Dogen, ich hätte gesagt, jeder weiß, wie man eine Katze in zwei hackt. Zeig uns, wie man die Katze in eins hackt. Wie dem auch sei. Dogen war nicht da, Joshu war nicht da, die Katze musste ihr Leben büßen. Vielleicht war es deshalb, weshalb einer der Mönche dann später von Joshu wissen wollte, ob das überhaupt so okay war. Denn Katzen und Hunde haben ja auch Buddha-Natur. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es dem Mönch um seine eigene Buddha-Natur ging. Als Menschen, ja, wir sind anders als Hunde und Katzen, aber trotzdem, wenn man sich aufs Kissen setzt und so guckt, ne, was da alles vorbeigeht im eigenen Geist. Da sind die Schmerzen, man hat Hunger, man hat Durst, man denkt an irgendwelche Filme, die man gerne noch sehen würde oder die man gesehen hat. Streitereien von vor letzter Woche. Sexuelle Fantasien, alles Mögliche. Und am Ende des Tages, das ist nicht so anders als die Dinge, die wahrscheinlich auch im Geist eines Hundes vor sich gehen. Man könnte auch sagen, der Hund, der ist noch sehr viel näher dran an der Sache. Trotzdem, wir stellen uns Buddha-Natur nicht so vor, wie wir Hunde sehen. Und ich sagte vorhin, wenn wir inmitten der Irre uns auf den Weg machen und aufs Kissen setzen, da sitzt schon der Ochse, da sitzt schon ein Buddha. Aber wir stellen uns Buddha nicht so vor, wie das, was eben hier sitzt. Ein Buddha, der zählt doch nicht die Minuten, bis endlich die Klangschale klingt. Ein Buddha denkt doch nicht zurück an das, was ihm irgendein Arbeitskollege vor einer Woche gesagt hat und was er ihm dann am Montag sagen wird. So stellen wir uns einen Buddha nicht vor. Hat selbst diese Person, die hier auf dem Kissen sitzt, Buddha-Natur? Hat selbst so jemand wie ich hier Buddha-Natur? Und Joshu sagt, Mö, Mö. Da ist nichts von Buddha-Natur. Ja, wo ist dann die Buddha-Natur? Wo? Ein paar Sätze von Dogen, dazu möchte ich vorlesen. Ein Mönch fragt Zhao Ju oder Joshu, hat selbst ein Hund Buddha-Natur oder nicht? Zhao Ju sagt, W. Kannst du über dieses Wort W Spekulationen anstellen, es festhalten und begreifen? Man kann es zumindest versuchen. Und das tut man, wenn man mit einem Koan im Doksan-Raum arbeitet. Am Anfang versucht man ja, es zu verstehen. Aber, und das merkt man dann nach mehreren Sitzungen, wo man immer wieder rausgeklingelt wird, es ist absolut nicht zu fassen. Mu lässt sich nicht fassen. Was bedeutet Mu? Nichts. Klingeling.
Was bedeutet M? Es ist absolut nicht zu fassen. Ich bitte dich, schreibt Dogen, einmal die Hände zu öffnen. Und damit meint er auch die Hände hier oben, die alles begreifen wollen, begrapschen wollen. Diese Hände, die alles begreifen wollen, öffne sie. Öffne für einen Augenblick die Hände und sieh. Was sind dein Körper und Geist? Was ist deine Aufgabe? Was sind dein Leben und Tod? Was ist die Buddha-Lehre? Was ist die Lehre der Welt? Was sind Berge und Flüsse? Die ganze Erde, Mensch und Tier, Häuser und Ställe. Was ist all das letztlich? Sieh aus, sieh ein, und ganz von selbst werden die zwei Gestalten von Bewegung und Stille nicht zum Vorschein kommen. Wenn sie nicht zum Vorschein kommen, steht aber nichts fest. Kein Mensch bezeugt dies, doch viele irren sich darin. Mensch eifriger Übung, halb in der Irre wirst du es erstmals erlangen. Gib nicht auf, wenn du erst ganz in die Irre gerätst. Ich habe behauptet, das wäre im 6. Kapitel, hier war es. Also im 6. Kapitel muss irgendwas anderes gestanden haben. Halb in der Irre wirst du es erstmals erlangen. Gib nicht auf, wenn du erst ganz in die Irre gerätst. Und jetzt Punkt 9 mit dem Titel Richte deine Übung nach dem Weg. Und Weg, wie gesagt, ist das chinesische Dao eine Übersetzung des indischen Wortes Bodhi. Richte dich nach Bodhi, richte dich nach Dao, richte dich nach dem Weg. Wer sich zum Lernen des Weges fest entschlossen hat, muss zunächst erkennen, ob er sich richtig nach dem Weg richtet oder nicht. Sich nach dem Weg richten bedeutet, den Abgrund des Buddha-Weges zu ergründen und sich ganz mit den Verhältnissen des Buddha-Weges vertraut zu machen. Der Buddha-Weg liegt unter jedermanns Füßen, weil dir der Weg im Weg ist, wird dieser Ort ganz klar. Weil dir das Erwachen im Weg ist, wirst du ganz zu dem, der du bist. Auch wenn dein Begreifen vollkommen ist, fällst du dennoch in halbes Erwachen. Das klingt vielleicht zunächst etwas seltsam. Der Buddha-Weg liegt unter jedermanns und jeder Fraus Füßen. Das verstehen wir. Jetzt hier beginnt der Weg. Mit jedem Schritt gehen wir einen Schritt weiter auf diesem Weg. Aber ist das nicht der Weg, der uns befreit? Ein Weg der Befreiung? Doch Dogen spricht davon, dass uns der Weg in den Weg kommt. Oder man könnte die Worte auch übersetzen als der Weg verstellt uns den Weg. Und nicht alle von euch üben mit Koans, aber ich glaube, das ist genau die Erfahrung, die man mit Koans macht, dass einem immer wieder das Koan den Weg verstellt. Es geht nicht mehr weiter. Dabei hat es doch beim letzten Mal funktioniert. Wieso klappt es dieses Mal nicht? Oder diejenigen von uns, die nicht mit Koans arbeiten, sondern zum Beispiel wie im Soto einfach nur sitzen. Auch das einfache Sitzen kann etwas sein, das ja einem den Weg verstellt. Besonders wenn man an diesen Punkt kommt nach ein paar Jahren, wo man plötzlich das Gefühl hat, eigentlich könnte ich auch ohne Sazen. Und die alten Meister sagen ja auch, Übung in Bewegung ist 10.000 Mal besser als Übung im Sitzen. Warum überhaupt sitzen? Ich habe so viel anderes zu tun. Plötzlich kommt einem die Sitzpraxis in den Weg.
Der Erweis kommt einen in den Weg. Satori verstellt dir den Weg. Satori erinnert dich an deine Ratlosigkeit. Weil dir der Weg im Weg ist, wird dieser Ort ganz klar. In der Ratlosigkeit begegnet man sich selbst. Immer dann, wenn man einen Koan passiert hat, glaubt es verstanden zu haben. Ja, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. So einfach war's. Da kommt auch im selben Moment wieder das Ego vor. Man glaubt, wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Und jetzt kommt Mumonkan, Nummer 19, Nummer 20, 21, schon zur Hälfte durch. Bald bin ich ein kleiner Sensei. Und dann bleibt man wieder stecken. Dann bleibt man wieder stecken. Vielleicht sagt einem der Meister, fang noch mal an bei Nummer 1. Mach noch mal die Anfänger-Koans von Neuem. Aber genau da begegnet man sich. Genau das bringt einen zurück ins Hier und Jetzt. Wenn du nicht weiterkommst, wenn dich das Koan nicht durchlässt, wenn dich Sazen nicht durchlässt, wenn dich der Weg nicht durchlässt, immer dann, wenn du durchkommst, bist du ja schon in Gedanken beim nächsten und übernächsten Koan, bei morgen und übermorgen. Das Schöne an eurem Sesshin wie diesem, selbst wenn es nur ein Wochenend-Sesshin ist, man bleibt stehen. Man bleibt stecken für eine Weile und begegnet sich selbst. Die Leute, die heutzutage den Weg üben, sind sich noch nicht im Klaren, wohin er führt und wo er versperrt ist. Mit Gewalt suchen sie nach Einblick. Ich will Kensho, ich will Satori. Es muss doch irgendwie gehen. Mit Gewalt suchen sie nach Einblick und Erfahrung. Wer würde da nicht in die Irre gehen? Wie einer, der seinen Vater im Stich lässt und davonläuft, seine Schätze fortwirft und in der Welt umherirrt. Das ist eine bekannte Metapher aus dem Lotus Sutra, die in vielem der Parabel vom verlorenen Sohn im Neuen Testament ähnelt. Ein reicher Sohn verlässt den Vater und verspielt das ganze Geld. Und im Neuen Testament arbeitet er für eine Weile als Schweinehirt, bis er sieht, dass die Schweine besseres Futter bekommen als er selbst. Und denkt sich dann, mein Vater wird mich nicht noch ein zweites Mal bei sich aufnehmen, aber ich kann doch wenigstens als Leibeigener im Hof arbeiten. Ich kann meinen Vater bitten, mich als Leibeigenen aufzunehmen. Und als er dann endlich zurückkehrt und der Vater sieht ihn schon von weitem, freut er sich, ne? Schließt ihn in den Arm, sagt dem älteren Sohn, lasst euch heute ein Rind schlagen und schlachten und große Feier machen für deinen jüngeren Bruder, der endlich nach Hause gekommen ist. Und die buddhistische Version dieses verlorenen Sohns ist ja in gewisser Weise sehr ähnlich, aber dann auch ganz anders. Der Sohn hat den Vater nicht aus eigenem Entschluss verlassen. Es war keine bewusste Entscheidung, sondern er verirrt sich als kleines Kind. Er weiß gar nicht, dass er aus einem reichen Haus stammt. Er kann sich an den Vater nicht erinnern. Er lebt als Tagelöhner, als Kleinkrimineller, wandert von Dorf zu Dorf und eines Tages kommt er an einem riesigen Palast vorbei. Und das war das Haus seines Vaters, aber er kann sich nicht daran erinnern. Er blickt in den Palast hinein, er sieht viele wertvolle Gegenstände und denkt sich, wenn hier keiner ist, vielleicht kann ich ja was mitgehen lassen. Aber genau in dem Moment erscheint der Vater, er sieht seinen Sohn und will ihn umarmen, aber der Sohn erschrickt, oh, da hat mich jemand erkannt. Was ja auch stimmt. Aber der Sohn glaubt, als Kleinkrimineller erkannt worden zu sein, er läuft weg.
Der Vater schickt seine Angestellten nach dem Sohn und sagt ihnen, mein Sohn scheint vergessen zu haben, dass er vor seinem eigenen Haus steht, aber bitte sagt ihm, er kann hier arbeiten und er wird dafür ein Dach über dem Kopf haben und er wird Essen bekommen. Darauf lässt sich dann der Sohn ein. Okay, ich werde hier einfach arbeiten und bekomme dafür zu essen und ein Taschengeld. Und so lebt er dann für einige Jahre, Jahrzehnte. Und das ist eine Metapher für uns. Wir haben vergessen, dass wir Buddha sind. Und wenn es uns jemand sagen würde, wir würden es nicht glauben, dass diese Praxis auf dem Kissen, dass da schon ein Buddha sitzt. Nein, bestenfalls werde ich in 3, 5, 10 Jahren ein kleines Kensho haben und ein bisschen näher dran kommen. Das kann doch nicht sein, dass hier schon ein Buddha sitzt. Das kann doch nicht sein. Aber wenn ich hart genug praktiziere, ein bisschen werde ich schon davon haben. So wie der Sohn, der in seinem eigenen Haus die Klos putzt, in der Hoffnung, das Taschengeld von seinem Vater erhöht zu bekommen. Er ist schon 20, 30, 40 Jahre alt. Als der Sohn dann endlich 50, 60 wird und der Vater kurz davor steht zu sterben, ruft ihn der Vater zum ersten Mal an sein Sterbebett und sagt ihm, junger Mann, ich habe es dir bisher nicht gesagt, denn du hättest mir nicht geglaubt, aber du bist mein Sohn und das ist dein Haus. Du hast die ganze Zeit in deinem eigenen Haus Fronarbeit geleistet. Und unsere Praxis ähnelt dieser Fronarbeit oft. Da sitzt kein Buddha auf dem Kissen oder so ein Buddha, der nicht wahrhaben will, ein Buddha zu sein. Nein, ich brauche noch einen Kensho mehr. Nein, ich habe ja noch nicht mal das Mumonkan gelöst. Ich habe ja noch nicht mal einen Koan gelöst. Ich kann auch nicht im halben oder vollen Lotus sitzen. Und ich soll ein Buddha sein. Andererseits ist es ja genau diese Erkenntnis seiner eigenen Schwäche, dieses Menschen, der eben nicht ein Buddha ist. Genau diese Erkenntnis ist etwas, das uns von unserer Buddha-Natur geschenkt wird. Nur ein Buddha erkennt paradoxerweise, dass er kein Buddha ist. Während die wenigen, aber die gibt es auch immer wieder, die sagen, ich bin ein Buddha, ich bin erleuchtet, ich bin ein Sensei, ich bin ein Roshi. Das sind die, denen man am wenigsten helfen kann. Ein wahrer Buddha spricht nicht darüber, dass er Buddha ist. Und am Ende dieses Kapitels spricht Dogen über Vertrauen, was auch ein wichtiger Punkt ist im Buddhismus. Gestern sprach Dirk über den großen Zweifel. Wir brauchen einen Zweifel, eine Frage, eben die Erkenntnis, ich stecke in der Irre, ich muss raus hier. Das ist der große Zweifel. Große Anstrengung ist ein zweiter Faktor, der wichtig ist. Die Übung ist nicht leicht. Eigentlich sollte sie so leicht sein wie das Atmen. Wahre Übung sollte anstrengungslos sein. Aber besonders am Anfang, man muss sich immer wieder überwinden. Und dann der dritte Punkt, der wichtig ist, ist das große Vertrauen. Darüber spricht Dogen am Ende. Er sagt, wer den Weg übt, will, dass ihm der Weg in den Weg kommt. Wer Sazen übt, will, dass ihm Sazen in den Weg kommt. Wem der Weg in den Weg kommt, dessen Spuren des Erwachens verlöschen. All die ganzen Kenshos, die ich hatte, all die ganzen spirituellen Erfahrungen, auch die verlöschen. Wer den Buddha-Weg praktiziert, muss zuerst Vertrauen in den Buddha-Weg haben. Wer Vertrauen in den Buddha-Weg hat, muss Vertrauen daran haben, dass er sich von Anfang an
inmitten des Weges befindet, ohne jegliches Hindernis, ohne täuschende Gedanken, ohne sich im Kreis zu drehen, ohne etwas zu viel oder zu wenig, ohne irgendein Fehl. Obwohl wir wahrscheinlich nicht hier wären, wenn wir nicht das Gefühl hätten, dass es genau so nicht ist. Nein, ich bin nicht Buddha. Nein, ich bin noch nicht am Ziel. Irgendwo müssen wir das Vertrauen haben, dass all diese Worte, die wir von den Ahnen erzählt bekommen, die lügen uns nicht das Blaue vom Himmel herunter. Und auch wenn es sich nicht so anfühlt, als lebte ich in meinem eigenen Haus, es fühlt sich nur an wie Fronarbeit. Wir müssen uns auf den Gedanken einlassen, dass ja vielleicht stimmt es ja doch, dass es mein Haus ist. Vielleicht ist es ja tatsächlich mein Vater. Auf diese Weise Vertrauen wachzurufen und den Weg zu klären, um ihn dadurch zu üben, stellt die Grundlage des Erlernens des Weges dar. Die Wurzel der Gedanken durchzusitzen und sie nicht in die Richtung des Erkennens und Verstehens neigen zu lassen, sind Kunstgriffe, die sich eignen, um Anfänger einzuführen. In diesem Satz beschreibt Dogen das, was wir beim Zazen machen. Da sind Gedanken und wir versuchen Zazen zu verstehen, wir versuchen den Dharma zu verstehen, wir versuchen unser Koan zu lösen. Aber es geht darum, durchzusitzen, diese Gedanken durchzusitzen. Sie nicht fortzuschieben oder zu ignorieren, aber auch nicht sich von diesen Gedanken forttreiben zu lassen. Ich sitze hier wie ein Fels und die Gedanken rauschen vorbei. Ich muss mir auch nicht sagen, ich lasse sie los, denn jeder losgelassene Gedanke wird von einem neuen gefolgt und auch dieses Ich lasse dich los ist ja ein Gedanke. Ich sitze einfach da und lasse die Gedanken an mir vorbei rauschen. Die Gedanken durchsitzen, die Wurzel der Gedanken durchsitzen. Das, sagt Dogen, ist ein Kunstgriff, der sich eignet, um Anfänger einzuführen. Die zweite Stufe besteht darin, anschließend Körper und Geist abfallen zu lassen und Irre und Erwachen loszulassen. Es heißt, dass Dogen in China den Weg erlangte, indem er Körper und Geist abfallen ließ. Und er spricht hier von zwei Stufen, die Anfängerstufe und dann das Abfallen von Körper und Geist für die Fortgeschrittenen. Immer wieder, auch in den Koan-Sammlungen, begegnet man solchen, ja, wie soll man sagen, ironischen Formulierungen oder vielleicht auch Fallen. Ich glaube, dass es sich auch hier um eine solche Falle handelt. Das sind nicht zwei Schritte. Der erste für die Anfänger, der zweite für die Fortgeschrittenen. Von Tag 1 an bedeutet Zazen auf dem Kissen, das Durchsitzen der Gedanken, und das ist das Abfallen von Körper und Geist. Das ist nichts, was man dann 2, 3 Jahre später noch hinterher praktiziert. Es gibt nichts Schwierigeres, als einen zu finden, der daran glaubt, dass er sich auf dem Buddha-Weg befindet. Wer wirklich darauf vertraut, dass er sich auf dem Weg befindet, versteht von selbst, wohin der große Weg führt und wo er versperrt ist. Und er erkennt die Ursache von Irre und Erwachen. Auch du solltest versuchen, die Wurzel der Gedanken zu durchsitzen. In 8 oder 9 von 10 Fällen wirst du auf einmal des Weges gewahr werden. 80-90% der Praktizierenden wird es gelingen, durch Zazen die Antwort zu finden. Was passiert mit den restlichen 10-20%? Was ist, wenn man zu den 1 oder 2 gehört, die es nach einem Session noch immer nicht verstanden haben, die es nach 10 Jahren Praxis noch immer nicht verstanden haben, die es vielleicht
am Ende des Lebens immer noch nicht haben? Was, wenn ich einer von diesen sein sollte? Ich glaube, die Antwort ist einfach. Einfach einen Schritt weitermachen und dann den nächsten. Und jetzt der letzte Punkt aus diesem Text. Wie sind wir in der Zeit? Okay, dann mache ich das schnell. Ich glaube, mein Vortrag sollte bis 11 sein. Nummer 10. Nimm es auf der Stelle auf oder werde ihm auf der Stelle gerecht. Es gibt zwei verschiedene Arten, sich selbst in Körper und Geist zu bestimmen. Hier steht etwas von bestimmen, aber das bedeutet auch loslassen von Körper und Geist. Loslassen von Körper und Geist und sich in diesem Moment wiederfinden in Körper und Geist. Es gibt zwei verschiedene Arten, dies zu tun. Eine ist, unter einem Meister zu üben und die Lehre zu hören. Wieder sehr wichtig, das ist das, was Dogen im zweiten Punkt sagte. Warum hat man einen Meister? Aus demselben Grunde, weshalb ein Kaiser Minister hat. Minister, die ihm manchmal Dinge sagen, die er nicht hören will. Der erste Punkt, der wichtig ist, unter einem Meister zu üben und die Lehre zu hören. Die andere ist hingabevolle Praxis des Sazen. Das Hören der Lehre öffnet Geist und Bewusstsein spielerisch, während Übung und Erweis das A und O des Sazen sind. Wenn du versuchst, den Buddha-Weg zu erreichen, während du einem dieser beiden Gesichtspunkte den Rücken zukehrst, wird es dir nicht gelingen, es aufzunehmen. Es reicht also nicht, einen erleuchteten Meister zu haben. Aber wenn es um die eigene Praxis geht, nimmt man es nicht so genau. Und das Umgekehrte auch schwierig. Natürlich ist es wichtig, auch ohne Meister konsequent zu praktizieren, aber manchmal braucht man das Feedback eines Meisters, der einem sagt, da fehlt noch was. Oder manchmal, du machst es viel zu eng, machst viel zu viel. Mach's lockerer. Praxis ist kein Krampf. Das ist keine Pflichtübung. Und dann, wenn man sich auf die Couch legt, dann wird man vom Meister wieder runtergeschubst. Ich kann das auch alleine, sagen sich vielleicht die einen oder anderen, ne? Aber eben genau das kann man nicht alleine. Ne? Wenn man sich auf die Couch legen will, einen Tritt geben, beziehungsweise wenn man zu viel macht, sich selbst zu sagen, musst du lockerer sehen, das ist schwierig. Da ist es gut, eine Außenperspektive zu haben, auch wenn der Meister von außen nicht immer perfekt ist. Er sieht viele Dinge klarer, als die man selbst sieht. Wenn du versuchst, den Buddha-Weg zu erreichen, während du einem dieser beiden Gesichtspunkte den Rücken zukehrst, wird es dir nicht gelingen. Jedermann verfügt über Körper und Geist. Was braucht man eigentlich, um diesen Weg zu gehen? Die Antwort ist einfach. Ein paar Hände, um Gasho zu machen, ein paar Füße, um Sazen und Kinhin zu machen. Und das reicht. Und wenn man einen Mund hat, um zu rezitieren, alles beisammen. Mehr braucht man nicht. Man muss nicht Japanisch sprechen können, man muss nicht im vollen Lotus sitzen können. Man muss auch nicht besonders musikalisch sein. Das ist das Schöne beim Buddhismus. In der Kirche, da muss man singen. Hanya Shingyo, da merkt keiner, wenn man ein bisschen off ist sozusagen. Ne? Also die einzige Bedingung ist eigentlich, dass man über einen Körper und einen Geist verfügt. Und das tun wir alle. Einige leisten viel, andere wenig. Manche sind stark, andere schwach. Und all das spielt keine Rolle. Aufnehmen heißt, Buddha mit Körper und Geist in deiner Bewegung und in deiner Gestalt auf der Stelle zu erweisen. Was hier auf der Stelle und Aufnehmen genannt wird, bedeutet einfach dem Erweis der anderen zu folgen. Darüber sprach Dirk auch gestern sehr genau. Beim Kinhin, wenn die Glocke läutet nach dem Sazen, folgt einfach der Sabine, folgt dem Beispiel des Jiki. Und in der Sangha ist oft nicht mehr gefordert als das, folgt einfach dem Beispiel des Buddha, der Ahnen, folgt dem Beispiel von Avalokiteshvara, folgt dem Beispiel der anderen. Du musst nichts von dir dazugeben. Es geht nicht darum, noch irgendetwas Originelles, Individuelles
dazu zu addieren. Folg einfach dem Beispiel, dem Erweis der anderen. Ohne deinen gewöhnlichen Körper und Geist umzuwandeln. Du musst nicht eine bessere Version von dir werden. Du musst nicht die bestmögliche Version von dir werden. Folg einfach dem Beispiel der anderen. Da du einfach den anderen folgst, bist du ohne deine alten Ansichten und da du einfach aufnimmst, bist du ohne ein neues Nest. Ja, hier endet der Text von Dogen. Und ich bin auch schon am Ende der Zeit oder ich bin über die Zeit hinaus. Es gäbe noch viel zu sagen, aber wir haben ja auch die, ihr merkt es wahrscheinlich, ne? Ich habe den Plan nicht im Kopf, aber ich glaube mich daran zu erinnern, dass wir jetzt nach einer kurzen Pause Frage und Antwort haben. Ne? Insofern, alles, was ich nicht gesagt habe, ne, könntet ihr in der Q&A-Session hiernach aufbringen oder Dinge, die ich gesagt habe, die ihr nicht verstanden habt oder die ihr anders seht. Ne? Euer Feedback ist höchst willkommen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf eure Fragen. Normal Sien Seigandan Hormon Moyo Seigangakl Domo Zo Sei